Ja, heute besuche ich mal wieder einen meiner Lieblingswindparks hier in der Region, den Windpark Hohenlochen. Heute mal von einer ganz anderen Perspektive. Von hier habe ich noch nie gefilmt. Super schöner Blick auf den Park von hier. Und ja, die Höfe hier haben natürlich auch den besten Blick drauf. Ob Sie das so toll finden, ist fraglich, aber naja, ich finde die Aussicht super. Da haben wir Anlage 1, Anlage 2. Ja, und wie man sieht, Anlage 3 und 4 stehen leider. Und deshalb bin ich heute auch hier. Ähm, Die haben beide Rotorblattschäden. Leider, leider. Stehen schon seit Dezember letzten Jahres. Da wurde bei routinemäßigen Arbeiten ein Rotorblattschaden festgestellt an beiden Anlagen. Ja, ich nehme an, nach dem Vorfall in Nattheim, wo es ja so die erste E138 wo es da zu einer Havarie kam, hat man sich gedacht, schauen wir besser mal bei den anderen Anlagentypen deutschlandweit nach. Ja, und leider hat man auch hier Rotorblattschäden festgestellt. Sind wohl so stark, dass ja, man sie vor Ort nicht reparieren kann und den kompletten Plattsatz austauschen muss. Das heißt, die Anlagen standen seit Dezember 2021 still und jetzt sollen die Rotorblätter ausgetauscht werden. Ja, verdammt ärgerlich. Die Anlagen waren ein halbes Jahr am Netz. Dann hat man die Schäden festgestellt und konnten jetzt leider die windstarke Jahreszeit gar nicht mitnehmen. Aber besser, man hat es früh genug festgestellt, als dass ein Blatt den Abflug gemacht hätte. Ja, bei WA3 stand am Wochenende noch ein Kran. Da sieht man es auch noch so ein bisschen, den Hilfskran rausgucken hinterm Wald. Kann sein, dass sie da die Rotorblätter schon getauscht haben. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Und ja, Anlage 4, die letzte, die errichtet wurde, bei der werden dann scheinbar als nächstes die Blätter gewechselt. Ja, das ist echt sehr traurig. Schlechte Publicity für Enercon und ja, ein echtes Problem, das Enercon in den Griff kriegen muss. Da zeigt sich mal wieder, dass ja, der Sparkurs macht sich nicht bezahlt. Also wenn man vorher spart, dann fliegt es einem nachher um die Ohren. Muss Enercon unbedingt in den Griff kriegen. Naja, ich werde jetzt auf jeden Fall mal zum Windpark hinfahren und mir mal aus der Nähe anschauen, wie der Stand ist, ob sie Blätter schon getauscht haben, ob die neuen Blätter schon da sind und werde dann von dort nochmal berichten. Bis gleich. So, ich bin jetzt hier oben auf dem Hohen Lochen angekommen und stehe jetzt hier gerade in der Einfahrt zu Anlage 4, die Anlage, die sie als letztes errichtet haben. Ich weiß gar nicht, wie viele unzählige Male ich hier war, morgens vor der Arbeit schon, extra um 5:30 aufgestanden, um zu beobachten, wie sie die Anlage aufbauen, weil ich unbedingt mal sehen wollte, wie eine Anlage komplett aufgebaut wird. Extra um 5:30 aufgestanden, hierher gefahren, weil die ja nur unter der Woche bauen. Am Wochenende passiert ja nichts. Und ja, fange auch immer schon um 8 Uhr an. Und ja, da war ich echt einige Male hier. Und danach auf die Arbeit. Könnt ihr mich echt für verrückt erklären. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es sind geile Videos entstanden. Ja, aber echt schade, dass ja, die letzte Anlage, die sie gestellt haben, auch ja, die mit Schäden ist. Sehr, sehr schade. Das ist die einzige Anlage, die kein Enercon-Logo hat. Ja, aber ich glaube, jetzt mit bloßem Auge sieht man da jetzt nichts. Also ich glaube eher, dass man es von innen sieht, wenn überhaupt. Aber jetzt offensichtlich sieht man da jetzt, glaube ich, nichts mit bloßem Auge.
Ja, hier liegt auf jeden Fall schon ein neues Rotorblatt. Also wenn Sie eins austauschen, dann müssen Sie eigentlich alle 3 austauschen, weil ich hatte es, glaube ich, schon mal gesagt, die sind alle aufeinander genormt. Also wenn eins kaputt ist, müssen eigentlich alle 3 ausgetauscht werden. Eins ist schon da, die anderen kommen vielleicht noch. Ja, und hier das Führerhaus von einem Großkran ist scheinbar auch schon da. Also gehe ich davon aus, dass Sie bei Anlage 3 schon die Blätter getauscht haben und dass der Kran dann schon hier rübergefahren ist. Dann geht es jetzt hier als nächstes weiter. Ja, echt schade. Damals, als ich das erste Mal lief, habe ich mich echt richtig gefreut. Da war ich echt aus dem Häuschen, dass die Anlagen endlich liefen. Und ja, das hier war jetzt die Anlage, die am kürzesten lief, gerade mal ein halbes Jahr. Ja, echt jammerschade. Das muss Enercon echt in den Griff bekommen. Ähm, Ihr Turnaround-Programm mit ja, Kosteneinsparungen und ja, komplette Abkehr vom Ei hat echt so ein bisschen so einen kleinen Kratzer abbekommen. Kleiner Image-Schaden. Ja, da zeigt sich halt, dass Kostensparen nicht alles ist. Aber ich meine, bei anderen Herstellern ähm, sieht man es ja auch. Die haben ja alle irgendwelche Probleme. Naja, mal gucken, ob ich noch ein Stück näher rankomme. Ja, bin ich so mal ein Stück näher dran. Hier sieht man nochmal schönes Rotorblatt. Habe ich ja jetzt echt schon oft gesehen auf verschiedensten Baustellen. Auch mal den Transport auf dem Langenhardt mit Selbstfahrer gefilmt. Ja, ich schätze mal, die bringen noch 2 weitere Blätter, weil so wie ich es verstanden habe, kann man nicht nur eins austauschen, sondern muss alle austauschen. Ja, die Windnachführung scheint ganz normal zu funktionieren. Da sieht man es schön, dass sie sich dreht. Ich dachte eigentlich, dass sie die Anlagen vielleicht komplett stillgelegt hätten, und auch hier irgendwie abgesperrt hätten, aber ich denke mal, so massiv sind die Schäden jetzt nicht, dass ja, da jetzt irgendwas abfallen würde. Ja, geht wahrscheinlich nur darum, wenn sie sich dreht, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass was passieren könnte, gegeben ist. Krass, ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr, wie oft stand ich hier da hinten auf dieser Böschung und habe alles gefilmt. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden da drauf ging, das war schon echt krass. Ja, es ist die 291. Relativ jung. Ja, hier steht jetzt halt das Führerhaus. Und ja, sie werden wahrscheinlich gerade dabei sein, den Kran zu zerlegen. Da hinten sieht man jetzt die 3. Anlage. Also da stand am Sonntag auf jeden Fall noch ein Kran. Den haben sie dann wahrscheinlich gestern zerlegt. Und die hat dann scheinbar schon neue Blätter. Wieder richtig tolles Abendlicht. Richtig toller blauer Himmel. Ja, trotz allem. Also bin ich trotzdem immer noch Enercon-Fan und ja, immer noch überzeugt ja, von dem Design. Ja, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber ähm, die Blätter von Anlage 4 und 3, also die jetzt die Schäden haben, die kommen wohl aus einem Werk aus Portugal. Anlagen 1 und 2 haben Blätter aus der Türkei. Also, es waren die Portugiesen, die es verkackt haben. Ja, aber ich denke mal, dass da Enercon jetzt einfach mal
ein genaueres Auge drauf hat, weil das müssen sie einfach in den Griff bekommen. Es kann nicht sein, dass so viele Anlagen, ich meine, das hier ist ja jetzt kein Einzelfall, diese Blattschäden haben. Das ist ja echt wirtschaftlich eine Katastrophe. Ja, ich meine jetzt hier, also die Eigentümer bekommen weiter ihre Pacht. Badenova kostet es auch nichts, sondern der Schaden, das trägt alles Enercon, aber es ist natürlich scheiße. Also, ich meine, mittlerweile hört man ja ständig, dass irgendwelche Anlagen von dem Typ Probleme haben. E126, EP3, glaube ich auch. Naja, ja, ich werde jetzt mal zur Anlage 3 weiterziehen. So, ich bin jetzt hier nochmal an meinem Lieblingsplatz im Park. Hier stand ich echt schon sehr oft und hier hat man einfach eine tolle Übersicht. Ja, hier vor mir Anlage 3 und ja, sieht ganz so aus, als ob sie die Rotorblätter schon getauscht haben. Hier unten sieht man so ein bisschen den Kran. Der ist runtergeklappt, beziehungsweise schon zerlegt. Also ich gehe mal davon aus, dass sie die Blätter bei der Anlage hier schon getauscht haben. Ja, im Hintergrund die Anlage 1 und 2. Die laufen fleißig. Ja, ich hoffe, das bleibt auch so. Ich hoffe, dass man bei denen nicht auch noch Rotorblattschäden feststellt. Aber wie gesagt, die Blätter der beiden Anlagen 1 und 2 kommen aus einem anderen Werk. Die kommen aus der Türkei. Ja, vielleicht war das dann in Portugal ein serienmäßiger Fehler, dass alle Blätter, die von dort stammen, Rotorblattschäden haben. Man weiß es nicht. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wie Enercon das jetzt in den Griff bekommen hat. Ja, vor allen Dingen aus Gras, was man jetzt mit den alten Blättern macht. Die sind ja auch relativ schwierig zu recyceln. Oder ob man sie vielleicht nochmal reparieren kann. Schwierig. Ganz neu. Ja, bin ich mal gespannt, ja, ob die Anlage dann auch wieder demnächst ans Netz geht. Das ist halt jetzt schon krass, dass sie jetzt ein halbes Jahr stand. Die hat jetzt die windstarke Jahreszeit gar nicht mitbekommen. Das ist halt auch schon echt ein krasser Ertragsverlust. Oh, 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 was ist jetzt los? Jetzt schalten sie sich ab. Fledermausschutz. Schätze ich mal. Relativ schwacher Wind. Über 10 Grad. Könnte für die Fledermäuse sein. Da hört man jetzt schön den Schwarzspecht. Der ist auch unterwegs. Ja, da hinten sieht man jetzt auch nochmal schön den Windpark Hornberg, wo ich am Wochenende war. Da die E115, E82 und da die kleinen FL1000. Und hinten dran dann auch noch die ganzen Anlagen in Tennenbronn. Nochmal E115. Und da drüben ist dann die Falkenhöhe. Da. Ja, da gab es auch Probleme mit den Anlagen. Die hatten auch irgendwie einen Getriebeschaden, die V136. Also, ja, man liest ja überall, alle Hersteller haben so ihre Problemchen. Also es ist nicht nur Enercon. Da nochmal ein toller Blick auf den Windpark Brechthaler Schanze. Da war ich auch am Wochenende. E115, E101. Sieht witzig aus, weil die eine E115 steht wesentlich niedriger als die anderen. Sieht echt so aus, als ob die so einen Miniturm hätte. Ich bin einfach richtig happy, dass jetzt ja Wetter wieder geil ist, lange hell. Da kann man wieder richtig coole Touren machen.
Und abends ist das Licht natürlich besonders toll. Ah, schade, dass ich jetzt zu spät bin, dass die Anlagen sich jetzt gerade abgeschaltet haben. Das kann eigentlich nur mit Fledermäusen zu tun haben. Trudeln jetzt so ein bisschen vor sich hin. Mal abwarten, ob sie sich wieder einschalten oder ja, ob sie jetzt bis zum Morgengrauen stehen. Ja, hier hat man jetzt nochmal einen guten Blick auf Anlage 3. Ja, hier sieht man es, Kran ist zerlegt. Und ja, da hinten sieht man jetzt eins der kaputten Rotorblätter. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur eins ist oder die anderen auch noch da liegen. Kann natürlich auch sein, dass sie die anderen schon abtransportiert haben. Ja, würde mich echt mal interessieren, würde gerne mal reinschauen, ja, wie sich dieser Schaden äußert. Ob das eher ja, innerlich ist oder äußerlich, ja, konnte man jetzt nicht so sehen mit bloßem Auge. Naja, näher ran kann ich jetzt wahrscheinlich nicht. Da ist, ja, auf der Baustelle ist noch ein bisschen was los. Ist zwar schon 8 Uhr, aber ja, wahrscheinlich auch Security da. Naja, aber dann waren sie ja echt fix beim Wechsel der Rotorblätter hier bei Anlage 3. Schätze ich mal, dass sie dann auch hoffentlich bald auch wieder ans Netz geht. Meine, angeschlossen ist sie ja. Müsste eigentlich relativ schnell gehen. Ja, dann fahre ich mal weiter noch zu Anlage 2 und 1. Jetzt bin ich bei Anlage 2. Ja, ich bin leider etwas zu spät, dass die Anlagen sich jetzt gerade abgestellt haben. Die 1 und die 2. Trudeln jetzt nur so langsam vor sich hin. Ja, das ist, muss zum Fledermausschutz sein. Relativ lauer Abend, bestimmt über 10 Grad auf jeden Fall. Unter 6 Meter pro Sekunde, da schalten die 1 Stunde vor Sonnenuntergang ab, um das Kollisionsrisiko für Fledermäuse zu verringern. Und ja, 2 Jahre lang macht man dann noch so ein Gondelmonitoring, wo das Ganze dann nochmal feinjustiert werden kann. Also da wird dann die Fledermausaktivität aufgezeichnet oben an der Gondel und ja, danach kann man die Abschaltung dann nochmal anpassen. Also wenn weniger Fledermäuse unterwegs sind als angenommen, kann die Anlage dann auch bei geringeren Windgeschwindigkeiten oder höheren Temperaturen laufen. Ja, sieht nochmal ganz anders aus, als ich beim letzten Mal hier war. Alles wieder aufgeforstet, die temporären Flächen hier. Und ja, da ist dann irgendwann mal wieder Wald. Ja, hier ist auch nochmal ein richtig schöner Blick auf die 3. und 4. Anlage. Richtig schönes Abendlicht. Ja, die 2 Anlagen mit den kaputten Blättern. Ja, ich hoffe echt, dass es dann mit dieser Sache erledigt ist. Dass nicht nochmal ein Blatttausch ansteht. Ja, was auch richtig cool ist, hier hat man einen Holzstamm, aus einem Holzstamm ein Rotorblatt in ja, Echtlänge geschnitzt. Richtig coole Idee und hat eine Bank draus gemacht. 70 Meter lang. Coole Idee für Veranstaltungen. Ja, jetzt mache ich sogar noch ein bisschen Werbung für den Künstler. Simon Echle heißt er und hat dieses Rotorblatt hier geschnitzt. Da steht auch noch was von Badenova. Ich bin eine Holzbank in Form und Länge eines Rotorblattes, welches du hier an dieser Windenergieanlage siehst.
in einer Länge von 69 Metern. Coole Idee. Ja, also wer mal ein Rotorblatt oder sonstige Sägekunst will, bei Simon Echle melden. Stimmt, ein Sägekünstler hier aus der Region. Hier steht irgendwie noch ein Wohnmobil. Kann sein, dass hier jemand nächtigt, der ja, hier beim Rotorblatttausch hilft. Ach, ich liebe einfach diese E138. Echt immer noch eine meiner Lieblingsanlagen, ungeachtet von den Blattschäden. Aber das bekommt Enercon schon in den Griff. Ja, ich werde mich dann an dieser Stelle verabschieden. Jetzt habt ihr ein kleines Update hier vom Hohen Lochen bekommen. Ich nehme an, das Wetter ist ja Bombe die nächsten Tage. Dass sie die Blätter bei der 4. Anlage dann auch noch relativ schnell wechseln. Dass der Park auch wieder schnell ans Netz kann. Ja, schreibt gerne wieder in die Kommentare. Im Anschluss habe ich nochmal ein kleines Drohnenvideo für euch, wie immer. Und ja, dann halt die Ohren steif und bis zum nächsten Mal.